ging jetzt aber schneller als erwartet. Guten Morgen, liebe Leute, Dr. Traktor in Korsika. Ich habe abgespeckt. Das sieht man jetzt so auf Anhieb vielleicht nicht gerade, dass es dann auch gleich noch 70 Kilo sind, schon gar nicht. Wenn man sich jetzt aber das Moped anschaut, dann sieht man schon Sardinien, da war ich mit der Triumph 1200 unterwegs, mit der Tiger XCX. Dann habe ich, was sind das, 35, 40 Kilo verloren für die Westalpen, die ich mit der Moto Guzzi V85 TT gefahren bin. Ich bin nun mit der Aprilia Touareg 660 unterwegs, meine neueste Errungenschaft. Da bin ich jetzt nochmal 30 Kilo leichter oder 35, irgendwie in dem Rahmen mit Gepäck dann, wie die Moto Guzzi V85 TT. Ich schaue jetzt mal, was das taugt mit dieser Maschine. Ja, da sind einige Änderungen dran. Ich habe auch keine Seitenkoffer mehr dabei. Die habe ich gewichtshalber auch mal weggelassen. Im Topcase hinten drin, da ist einfach Elektronikzeug, das ich abschließen möchte, welches ich bei Bedarf abschließen möchte. Die Kameras wegpacken, wenn es mal sein muss. Ja, es ist doch noch schwer, immer noch. Mein ganzes Zeug, was ich mitschleppe für 4 Wochen, die geplant sind, dann noch für Sardinien und Sizilien. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dr. Traktor, erstmal in Korsika. Aha, ist ja schon mal nicht ganz ohne. Boah, hallo Leute. Da bin ich einfach mal so reingefahren und nicht erwartet, dass es gleich so steil hochgeht. Ich merke jetzt schon auf den ersten Metern, ganz so Traktor wie mit den anderen beiden Maschinen geht das nicht mit der Aprilia. Ist schon schön das Drehmoment, aber ja. Gehen geradeaus nehme ich nicht. Hau! Da blieb mir jetzt echt nur Gas und Augen zu nicht, aber einfach mitten durch mit dem Gas. Komme ich ja schon mal richtig ins Schwitzen. So, da haben wir noch mal richtig ein steiles Stück. Da scheint mir aber eher zu gehen als vorhin. Wow, von wegen Aufwärmen, da ging es jetzt gleich richtig zur Sache. Hallo wach. Aber erster Eindruck, passt. Die Aprilia passt. Es ist schon was anderes mit diesem Federweg, den 21 Zöller vorne. Geil, ich freue mich auf mehr. Oh, mir ist so ein Stein, fällt mir jetzt runter, weil ich war doch recht skeptisch, auch mit dem ganzen Gepäck. Weiter geht's, wieder Offroad rechts weg. Schauen wir mal, das scheint, oder ich denke mal, das ist jetzt nicht wirklich herausfordernd. Meinte ich.
kann mich dann auch täuschen. Sowas hätte ich mir für den Einstieg gewünscht und nicht gleich das steile Stück und diese Felsplatten. Ne? Ich bin froh um ein bisschen Schatten, weil es doch ja, 25 Grad geht ja eigentlich noch. Es soll noch wärmer werden. Ah, das liebe ich ja, das ist ja hübsch so. Man sieht ein bisschen was. Geil. Ach du Scheiße. Kamera verloren, Handschuh verloren. Heute ist kein guter Tag. Da liegt ja das gute Stück. Beinahe zu Beginn der Strecke schon verloren. Unglaublich. Okay. Das Fahren dieses Stücks war okay. Ich bin jetzt in Cisco. Ja, und jetzt geht es da hoch zum Col de Saint-Jean, Col de San Giovanni. Oh, wow, wow. Da geht's ja richtig zur Sache. Kein Kindergeburtstag, nur Überraschungseier. Eieieiei. Grober als erwartet. Ja, Korsika scheint es doch ziemlich in sich zu haben. Rauer als Sardinien und die Westalpen auf jeden Fall. Ja, der Ted, der hat's in sich. Das ist jetzt Ted. Wow, wow, wow. Kurz durchatmen. Hi! Ist der Wind ziemlich unangenehm. Der kommt da recht böig. 4 oder 5 Kehren.
wow, wow, wow. Da war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet drauf. Da war wohl ein Stein lose, den ich als fest eingestuft hatte. Mach mir keine Schande kurz vor Schluss. Ja, vorher auch nicht. Bonjour. Arg der Wind, das ist echt krass. Ah, das scheint ja locker, nicht hier runter, aber der Weg da vorne ist kein Vergleich. Ja, ich hatte es schon in früheren Videos erwähnt, runter geht mir einfacher. Plötzlich wird es hier noch ein bisschen sandig darunter. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Einfach weich. Col de Saint-Jean oder Col de San Giovanni war das. Jetzt bin ich in Olcani rübergekommen aus Cisco und fahre jetzt weiter Richtung Nonsa, Saint-Florent, Ile-de-Rousse und da sind dann nochmal 2, 3 Offroad-Passagen mit dabei. So, ich bin wieder abgebogen von der Hauptstraße Richtung Ile-de-Rousse. Rechts weg geht es jetzt zur Salecha Beach, Plage, Salexia. Das sind jetzt 12 Kilometer, nochmal Piste, da muss ich gleich wieder auf demselben Weg dann zurückkommen. Aber Benny sagte mir, ich soll mir das nicht entgehen lassen. 12 Kilometer Spaß, hoffe ich doch. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber naja, dann halt. Eins an dich hier. Boing. Ah, das blendet der Sand, das ist hell. Das Loch habe ich jetzt so nicht gesehen. Schon sehr speziell die Gegend. Wow. Sehr schön.
wird's aber immer sandiger hier. Aha, genau, das meine ich. Wow. Ist aber Abenteuer heute. Alles dabei, was ich gerne habe. Sand, Schlamm, große Felsbrocken, Treppen. Va bene? Grande, numero uno. Fatta con Avistrom? Fatta con Avistrom? Ok. È la mia prima volta. Rispetto. Rispetto. Fuori strada. Falta molto? No, ho guardato cartina, non manca molto. Ah. No. Poi erano 13 km, ne abbiamo già fatti un bel pezzo. Di qua spiaggia, campeggio, spiaggia di qua. Di là c'è bar ristorante. Ah, beh. Ci vediamo, eh? Ciao. Ci vediamo dopo. Zurück geht's zur Straße. Es ist heiß, ich möchte duschen. Ja, aber ich muss sagen, ich möchte diese Sachen hier nicht mit der Triumph 1200 Tiger oder Moto Guzzi V85 TT fahren. Federweg, das große Vorderrad, das sind die wichtigsten Merkmale, die einfacher sind mit der Aprilia. Ich habe jetzt schon ziemlich Respekt vor den Wasserlöchern. Zu Fuß geht da nicht durch, da rutschst du aus. Das ist eine Fahrspur, die versuche ich jetzt langsam zu finden, und wenn ich wegrutsche, muss ich auf Hilfe warten. Oder nochmal dieselbe Seite. Welche nehme ich? Irgendwie verschluckt sie sich in letzter Zeit immer öfter. Ich weiß nicht, ob da der Staub oder der Luftfilter verdreckt ist, verstaubt, Zündaussetzer, oder ob ich zu lange zu viel niedertourig gefahren bin. Was, schon? Hä? Okay. Das ging jetzt aber schneller als erwartet. Irgendwie habe ich ein paar Wasserlöcher vermisst. Okay.
fertig Offroad für heute. Mir reicht's.